Sir, is that a report on the situation in Lhant? A president must have many sources of information, Mr. Oswell. I couldn't simply take your assessment as fact. Asbel, the letter you brought supports the conclusions in this report. So then, Oswell, it seems you directed Hubert to aggressively invade the outer regions of Lhant. I don't remember giving any such order. I imagine you had been hoping that prolonged internal conflict would leave areas of Lhant with a power vacuum that you could then fill yourself. And when that didn't happen, you decided to take matters into your own hands and attempt to cause it deliberately. And you thought to hide this from me. You must take me for a fool. These actions go beyond personal insult. They are tantamount to sedition and high treason against this nation. I rule here, not you. I am the president of this country. Mr. President, I would never dream of hiding things from you. I simply meant to... Every aspect of our Lhant policy, from the initial occupation to the alliance with Archduke Cedric, was planned by you. I can see now that was a mistake. And so, I hereby remove any authority you have over the region. What are you? Mr. President, you know how hard I have worked to secure Lhant. And still you would have me surrender all authority? You will do it at once, or I will have the Regulatory Committee investigate your gross abuses of power. As you wish, sir. Oswell, we're done here. Leave us. Yes, Mr. President. You hold your younger brother in very high esteem, Mr. Lhant. He is an exceptional person, sir. And I believe he can serve as a link between Strata and Lhant. I trust him for this as well. However, there is no getting around the fact that his current methods will leave our country desperately short of Crius. If that does not change, I will eventually be forced to recall him. But... Personal feelings have no place when compared to the well-being of a nation. But if the Crius problem were to be solved, you wouldn't need to recall Hubert. Mr. President, please, give me just a little time. This is not a problem that can be solved quickly, Mr. Lhant, and I don't know how much time we have left. I understand, sir, but I have to try. Well then, good luck, and I pray you find a solution. Okay. Heißt für uns jetzt Problemlösung finden. Das dürfte aber kein Problem sein. So, what was the president like, huh? We've met him before. Remember the guy in Sable Isole? And later by the Rockagon. Huh? That was him? So that means the discussion went well, yeah? Not exactly. As things stand, Hubert's recall is pretty much a done deal. Apparently, Strata sent their military to Lhant to take possession of our Crius. But they can't get the amount of Crius they want with Hubert's methods. So they're going to replace him. If we want to stop them, we have to do something about Strata's Crius shortage. That's an extremely difficult problem for one person to solve. I don't understand why they need Windor's Crius in the first place. I mean, they've got their own Valkanus Crius, right? Now that you mention it, that is kind of strange. There shouldn't be a shortage of Crius with a Valkanus in place. Maybe there's something all woobly with the Valkanus here. We should talk to people or whatever, yeah? That's a good idea. Okay. Großer Ärger für den kleinen Bruder. So, the decision to invade Lhant was made solely by Mr. Garrett Oswell? Then he must have been the one conspiring with Archduke Cedric. Does that mean Hubert has been standing against his own adopted father? It seems Hubert chose to protect Lhant, even at the risk of his own position. Hey, wait. So that means little bro is in trouble, yeah? Yes, but I'll prove to Hubert that I can still protect him. I'll need the President's cooperation, though. So for now, let's hit the town. We can investigate and learn more about the Valkanus Crius. It's a plan. Okay. Rede mit den Dorfbewohnern.
Gut, dann hören wir uns einfach mal um. Es ist nicht seltsam und wundervoll, dass so eine schöne Stadt mitten in der Wüste existiert? Ja, definitiv. Wisst ihr, dass Doublement unser Leben hier ermöglicht? Das lernen wir gerade in der Schule. Okay. Die Armee hat eine Stadt im Nordwesten vom Windor erobert. Das Gebiet kann wichtig sein, um Vendel in Schach zu halten. Okay, das müsste also Land sein, hä? Was war denn das? Wo geht's denn jetzt hier jeweils lang? Ach, hier geht's raus. Ja, hier geht's raus und nach rechts geht's... Wo komme ich denn nach rechts hin? Egal. Gucken wir einfach. Oh, da steht auch wieder jemand. Irgendetwas an dem Geräusch fließendes Wasser beruhigt die Seele. So ein friedliches Geräusch. Kommt immer drauf an. Hier kann ich auch nicht raus. Alter, wie viele Turzels hier in dieser Stadt platziert sind. An jedem, obwohl an jedem Ausgang halt einer, ne? Gut, dann heißt es jetzt erstmal zurückgehen und weiter die Leute befragen. Puh, heute ist es noch heißer als sonst. Es ist, als würde es jeden Tag heißer werden, oder? Jetzt wo ihr es sagt? Ich finde, wir sollten einen offiziellen Protest bei der Regierung einreichen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich gehe gleich nach Hause, um es mit meinem Mann zu besprechen. Hervorragend. Wir können die Regierung damit nicht davonkommen lassen. Was soll denn die Regierung bitte am Wetter ändern? Oder am Klima? Das ist schon echt... Und das ist unmöglich. Oh... Das Asbel-Anwesen. Dieser Idiot, dieser verdammte, verfluchte Idiot. Damit wird er nicht davonkommen. Ich werde den Tag verfluchen, an dem er mir in die Quere gekommen ist. Versammelt die anderen Männer. Ich berufe einen Notfallmilitärrat ein. Ihr, wie könnt ihr es wagen, hier uneingeladen zu erscheinen? Das ist mein Zuhause. Ich befehle euch, diesen Ort sofort zu verlassen. Los, raus. Okay, der war jetzt aber nicht so sonderlich höflich. Was es hier alles so für Orte gibt. Aber ich kann hier nirgendwo mehr rein. Glaube ich. Ah! Nee, irgendwie... Hier ist, glaube ich, nichts Brauchbares. Ich muss wohl noch weiter zurück. Hier müsste nämlich jetzt auch nochmal Leute stehen, die miteinander quatschen. Ja, genau da hinten. Was ist los, Mutter? Hast du es nicht bemerkt? Ist der Wasserstand im Brunnen niedriger als sonst? Das ist richtig, Liebes. Glaubst du, er ist kaputt? Das ist eine gute Frage. Ich bin leider keine Brunnenexpertin. Naja, machst du dir Sorgen?
Ein bisschen vielleicht. Wir wollen ja nicht, dass die Stadt austrocknet und sich in eine Wüste verwandelt, weißt du? Ach, das wird schon wieder. Wir haben doch noch das, Walkünes. Ja, natürlich. Deine Mutter ist eine alte Schwarzseherin. Ja, okay. Rede mit den Dorfbewohnern. Ich bin wohl immer noch nicht fertig. Aber hier ist sonst wieder keiner. Mal gucken, wenn ich noch weiter zurückgehe. Ach, geht gar nicht. Jetzt komme ich hier ans Haupttor. Ne, das kann ja nicht richtig sein. Ich gehe einfach nochmal zurück. Ob hier jetzt irgendwo nochmal wieder jemand steht? Herr Oswald ist viel zu streng mit Hubert. Das kann gut sein. Er scheint mir nicht gerade unbedingt der Vater zu sein, den man sich wünscht als Kind. Der Präsident hat es sicherlich nicht leicht. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Irgendwelche Idioten haben gegen die ungewöhnlich hohen Temperaturen in letzter Zeit protestiert. Ist das nicht das Blödeste, was ich je gehört habe? Mal ehrlich, wer protestiert denn gegen das Wetter? Ich wünschte, sie würden solche Peinlichkeiten unterlassen. Ja, genau. Und hast du von diesem seltsamen Mann gehört, der in diesen exzentrischen Klamotten durch die Stadt streift? Es ist wahrscheinlich ein trauriger Tag, wenn es schon so weit gekommen ist. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er unterwegs zum Westtor. Ob er wohl dort draußen in der Wüste lebt? Das würde mich nicht wundern. Das Westtor? Gut, dann gehen wir zum Westtor. Das Westtor war ja hier hinten. Ja, genau. Los, bewegt euch. Bitte, jemand muss uns helfen. Wir wissen, dass der Präsident Forscher zum Walkünes geschickt hat. Hat er gerade Walkünes gesagt? Wir müssen dem Mann helfen. Sind alle bereit? Aber klar. Danke, vielen Dank. Gern geschehen. Was geht denn hier vor? Naja, es hat etwas mit dem Walkünes zu tun, oder? Naja, wisst ihr, hat es auch etwas mit den steigenden Temperaturen zu tun? Ja, also, oh, hey, es ist schon so spät, ich muss los. Und weg ist er. Gut, dann müssen wir eben den hier fragen. Was wisst ihr über das Walkünes? Walki was? Ich weiß gar nichts. Seht mal, wir interessieren uns nicht für das, was ihr auch immer hier macht. Hä? Zumal ich mir sicher bin, dass es sich dabei um etwas Belangloses mit kleinen wirtschaftlichen Ertragen handelt. Also werdet ihr mit uns reden? Das wüsste ich aber. So the whole reason they're after Creus is because their Valkynus isn't working properly. Well, we figured out the problem. But what can we do? We gotta show this to the president. This is a diagram of the Valkynus? Yeah, so you take this over there and tell him your friend knows all about Valkynus, and then it'll be all woohoo! Wait, are you saying... Pascal, you know about the Valkynus Creus? A little, yeah. I mean, I read about him in some old documents once. You really do know everything, don't you, Pascal? I just like learning about stuff, you know? The president might not care, but it can't hurt to show him anyway.
All right, Pascal. We'll give your idea a try. Pascals Zeichnung. Mit dieser Zeichnung erklärt Pascal dem Präsidenten, wie Duplemat zu reparieren ist. Nice, sehr schön. Die Gruppe hat sich aufgelöst. Voneinander angezogen. You're a really good artist, Pascal. You mean that Valkanist diagram? Ah, that's nothing. There is no need for false humility. Asbel is an honest man and only saying what he believes to be true. You know, Sharia used to be really good at drawing too. Me? Oh, that's nonsense. I certainly wasn't anywhere near as good as Pascal. Look, Asbel. I drew something too. That's great, Sophie. What a tasty-looking banana. It's a Valkaness. Autsch. Ah, naja, nicht jeder kann zeichnen. Okay, dann speichere ich jetzt hier. Weil der Part ist auch schon wieder fast so gut wie rum. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.